Die gesetzliche Rentenversicherung zahlt unter bestimmten Voraussetzungen bei Tod des Ehepartners eine Witwen- oder Witwenrente. Was passiert mit dieser hinterbliebenen Rente aber bei Wiederheirat? Und was ist, wenn die neu geschlossene Ehe nicht hält, also nur von kurzer Dauer ist? Da gibt es eine Möglichkeit, die viele nicht kennen. Diese Möglichkeit erfahrt ihr in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Diplom-Finanzökonom und Autorin mehrerer Steuerratgeber, unter anderem des brandaktuell erschienenen Ratgebers Steuern sparen für Rentner. Ihr findet ihn auf Amazon als E-Book oder Taschenbuch oder könnt ihn auch im Buchhandel käuflich erwerben. Fragen und Anregungen schreibt bitte unten in die Kommentare. Sichert euch auch meine kostenlose Checkliste zur Vorbereitung der Steuererklärung speziell für Rentner oder aber auch in 7 Schritten zur Steuererklärung eine Gratisanleitung, ebenfalls zur Vorbereitung der Steuererklärung. Den Link dazu gibt es ebenfalls hier unter diesem Video. Es ist schon ein schwerer Schicksalsschlag, wenn der geliebte Ehepartner verstirbt. Zur Trauer kommen dazu noch Schriftwechsel mit Versicherungsunternehmen, Telefonanbietern und sonstigen Behörden. Hinzu kommen finanzielle Ängste, manchmal sogar Existenzängste. Der geliebte Partner ist durch nichts zu ersetzen. Die Witwenrente soll den Verlust des Einkommens des verstorbenen Partners ausgleichen. Doch bekommt jeder Verwitwete eine Witwen- oder Witwenrente? Ganz klar nein. Die Voraussetzungen für die Zahlung einer Witwen- oder Witwerrente ist die, dass der Verstorbene mindestens 5 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat oder bereits selbst eine Rente bezogen hat. Eine weitere Voraussetzung ist, dass man mindestens 1 Jahr verheiratet gewesen sein muss. Eine Ausnahme ist hier der Unfalltod. Es spielt auch keine Rolle, ob man zusammen oder getrennt gelebt hat. Für die eingetragene Lebenspartnerschaft gilt das natürlich auch. Die Witwenrente wird natürlich nicht automatisch gezahlt, man bekommt sie nur auf Antrag. Man muss eben einen Antrag stellen, um diese Witwenrente zu bekommen. Die Antragsunterlagen erhält man bei der Deutschen Rentenversicherung und zusammen mit diesen Antragsunterlagen muss man natürlich die Heiratsurkunde und die Sterbeurkunde mit einreichen. So, jetzt hast du das ganze Prozedere hinter dir und du erhältst eine kleine oder große Witwenrente. Viele denken, dass sie jetzt bis zum Rest ihres Lebens alleine leben müssen, also Leben alleine verbringen müssen. Ja, aber wie das so oft im Leben passiert, kommt es unverhofft, dich trifft Amors Pfeil und du bist wieder verliebt, fühlst dich eng mit dem neuen Partner verbunden. Natürlich testest du ihn auf Herz und Nieren und stellst aber dann fest, es passt. Es werden Heiratspläne geschmiedet. An dieser Stelle denken viele, ja, warum soll ich denn wieder heiraten und auf meine Witwenrente verzichten und dem Staat was schenken? Weil mit der Wiederheirat fällt nämlich die Zahlung der Witwenrente weg. Aber nicht alle denken so. Manche möchten Nägel mit Köpfen machen und heiraten. Ich persönlich bin vor fast 30 Jahren auch Witwe geworden und habe Witwenrente bezogen und habe aber dann auch einen ganz lieben Partner kennengelernt und wieder geheiratet und habe dann aufgrund der Wiederheirat diese Witwenrentenabfindung beantragt und auch bekommen. Ja, sowohl die kleine als auch die große Witwenrente enden bei Wiederheirat und zwar mit Ablauf des Monats, in dem man heiratet. Also wenn du zum Beispiel am 16. Oktober des Monats heiratest, dann wird die Rente bis zum 31.10. gezahlt und entfällt ab 1. November. Ganz wichtig ist, dass man eine Witwenrentenabfindung beantragt. Die Abfindung der Witwenrente beträgt den Durchschnitt der Höhe der Witwenrente der vergangenen 2 Jahre. Und aus diesem Durchschnitt gebildete Betrag, der wird mal 24 Monate gerechnet und dieser Betrag wird als Witwenrentenabfindung gezahlt. Die kleine Witwenrente endet nach 24 Monaten. Zur Zahlung der Abfindung dieser Witwenrente
musst du eben die Heiratsurkunde bzw. die Lebenspartnerschaftsurkunde vorlegen. Die Abfindung dieser 24 Monatsrenten der Witwenrente ist komplett steuerfrei und das ist doch mal wirklich was Positives. Also wer diese Witwenrentenabfindung beantragt, bekommt sie komplett steuerfrei. Was ist aber, wenn die Rente aufgelöst wurde durch Tod des neuen Partners, durch Scheidung oder durch Aufhebung der Ehe oder Lebenspartnerschaft? Dann kann man einen erneuten Antrag auf Hinterbliebenenrente, und zwar einen Antrag auf Witwen- oder Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten stellen. Mit einem rechtskräftigen Urteil des Gerichts muss man das natürlich gegenüber der Rentenversicherung nachweisen. Die vorher steuerfrei gezahlte Witwenrentenabfindung, diese 24 Monatsrenten, die werden aber bei Anspruch auf Witwenrente oder Witwenrente nach dem vorletzten Ehepartner allerdings einbehalten. Damit soll vermieden werden, dass eine Leistung doppelt bezahlt wird. Hier mal 4 Beispiele, wann es überhaupt zu einer Witwen- oder Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten kommen kann. Da haben wir erstens mal, die Ehe wurde durch Tod des letzten Ehepartners innerhalb des ersten Lebensjahres beendet. In dem Fall besteht kein Anspruch auf Witwen- oder Witwenrente des Verstorbenen, weil man ja noch nicht ein Jahr verheiratet war. Also kann man einen Antrag auf Witwen- oder Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten stellen. Die zweite Möglichkeit ist, der verstorbene neue Ehepartner, der war nicht gesetzlich rentenversichert, weil er zum Beispiel immer selbstständig war. Die dritte Möglichkeit ist, das kommt selten vor, es kommt aber vor, die Ehe wurde laut Gerichtsurteil aufgehoben und hat nie existiert. Und die vierte Möglichkeit ist, die Eheleute lassen sich scheiden und hatten einen notariellen Ehevertrag abgeschlossen und die gegenseitige Versorgung wurde ausgeschlossen. Das sind die Möglichkeiten, es gibt vielleicht noch mehr. Ich habe jetzt hier mal diese 4 Beispiele stellvertretend als Beispiel dafür, dass man eine Witwen- oder Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten stellen kann. Die Witwen- und Witwenrentenansprüche hat der Gesetzgeber ganz genau geregelt. So ist für die Hinterbliebenenrente zuallererst der letzte Ehe- oder Lebenspartner zuständig. Nur bei Geringfügigkeit der Ansprüche des letzten Partners kommt eine Witwen- oder Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten in Frage. Es klingt ein bisschen kompliziert, aber ist es eigentlich gar nicht. Die Witwen- oder Witwenrente nach dem vorletzten Ehegatten ist eine ganz spezielle Form der Hinterbliebenenrente aus dem System der gesetzlichen Renten wegen Todes. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Also bei Wiederheirat ist eine Witwenrentenabfindung komplett steuerfrei. Man muss sie beantragen, man muss die neue Eheurkunde vorlegen und ein Antrag auf Witwen- oder Witwenrente nach dem vorletzten Ehe- oder Lebenspartners ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich und das wissen viele nicht.